You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hello! Hallo! Daniel and Reinhard is back. Daniel und Reinhard sind zurück. The people who are, how do you say it? Soulmates? Are we soulmates? Die zwei Seelenverwandte. I don't know. Sind wir das? Alma gêmea. Twins. Let's use twins. I think Debbie's my soulmate. Ich denke, Debbie ist meine Seelenverwandte. But we are very, very wonderfully connected. Aber wir sind wunderbar miteinander verbunden. You know, sometimes I think I'm going to sit here just quietly and just think and wonder if he can translate my thoughts. Manchmal überlege ich, einfach still denkend hier zu sitzen und frage mich, ob er meine Gedanken übersetzen könnte. I think he could. Let's try that out. Ich denke, das könnte er. Anyhow, sorry people. Egal, entschuldigt Leute. We're just happy people. Wir sind einfach glückliche Menschen. What are we talking about today? Worüber sprechen wir heute? Alguma coisa com coração. It's always about the heart. Oh, it's about the heart. Es geht immer ums Herz. You know, honestly, that's right. You're going to talk about the heart. Stimmt, du hast recht, wir reden übers Herz. You know, when I really got into this heart stuff, Als ich wirklich in das Herzthema eintauchte, my poor girl. meine arme Frau. In the beginning, Debbie, one day she got so frustrated. Anfangs war Debbie so frustriert. One day she said, it doesn't matter what the problem is, with you it's always the heart. Eines Tages sagte sie, egal was das Problem ist, für dich ist es immer das Herz. Because it's always the heart. Es ist immer das Herz. That's what I believe. Das glaube ich halt. Anyhow, here's what we're going to talk about. Egal, wir reden heute über Folgendes. People who really learn to guard their heart, Menschen, die wirklich lernen, ihr Herz zu bewahren, how does that change or affect their life? wie beeinflusst oder verändert das ihr Leben? You know, in order to answer this question, Um diese Frage zu beantworten, we have got to ask another question first. müssen wir zuerst eine andere Frage stellen. Not guarding your heart, how does that affect your life? Sein Herz nicht zu bewahren, wie beeinflusst das dein Leben? That's the first question. Das ist die erste Frage. So look, if we talk about guarding the heart, what does it mean to guard the heart anyhow? Wenn wir davon sprechen, das Herz zu bewahren, was bedeutet das denn? Proverbs 4:23, when it says, more than with all diligence or above everything or whatever version you use, guard your heart. Sprüche 4,23. Mehr als alles andere oder mit aller Sorgfalt bewahre dein Herz, Here is the meaning of guarding. ist die Bedeutung von bewahren folgende. To protect or to guard like a prison, like a high security prison. Zu schützen oder zu bewachen wie ein Hochsicherheitsgefängnis. So you guard the prison by be careful what goes in. Du bewachst das Gefängnis also, indem du aufpasst, was hineinkommt, Not only what goes out. nicht nur was herauskommt. I used to go to prison, Ich bin früher in Gefängnisse gegangen. not because I was a bad boy. Nicht, weil ich ein schlechter Junge war, You know, but I used to go to preach the gospel, to start churches in the prison, all these kinds of stuff. sondern ich predigte das Evangelium dort und startete da Gemeinden und so weiter. And I remember I used to disciple a young man who murdered his mother. Und ich erinnere mich, dass ich einen jungen Mann jüngerte, der seine Mutter ermordet hatte. I mean, discipled him in a healthy way, and I made him a disciple of Jesus. Also auf eine gesunde Weise. Ich machte ihn zu einem Jünger von Jesus. So I used to go to prison very, very regular, every week. Ich ging also regelmäßig jede Woche ins Gefängnis. If you think you can walk up into prison, just walk in. Wenn du denkst, dass du einfach so in ein Gefängnis hineingehen kannst, dann hast du keine Ahnung. Very, very high security process. Da gibt es hohe Sicherheitsstandards. So that's how we need to watch our heart. Genauso müssen wir auf unser Herz aufpassen. If I don't guard my heart carefully, here's what's going to happen. Wenn ich nicht sorgfältig mein Herz bewahre, passiert Folgendes. A lot of lies is the first thing that comes in. Zuerst kommen viele Lügen hinein. Because the devil, he's the father of all lies. Denn der Teufel ist der Vater aller Lügen. And he wants to sow seeds of lies into your heart. Und er will Samen von Lügen in dein Herz hineinsäen. The worst lies that the devil sows into your heart are the lies that he uses Bible verses for. Die schlimmsten Lügen, die er in dein Herz sät, sind die, für die er Bibelverse verwendet. Devil uses Bible verses. Der Teufel nutzt Bibelverse. Well, sure, that's what he did to Jesus in Matthew chapter 4. Ja klar, das tat er auch bei Jesus in Matthäus Kapitel 4. He will always do that. Er wird es immer machen. I
I mean, theoretically, I know it's not correct because there wasn't even a Bible then. Ich meine, theoretisch weiß ich, dass das nicht ganz korrekt ist, denn damals gab es ja noch keine Bibel. But theoretically, he even used a, so to say, Bible verse when he tempted Eve. Aber theoretisch nutzte er sogar quasi einen Bibelvers, als er Eva versuchte. Para tentar Eva. He used God's word in order to tempt Eve. Er nutzte Gottes Wort, um Eva zu versuchen. And that's always what he will do. Und das wird er immer so machen. He will try to sow seeds into your hearts that are very dangerous because they are twisted Bible verses. Er wird versuchen, Samen in dein Herz zu säen, die sehr gefährlich sind, weil es verdrehte Bibelverse sind. So what happens if people don't guard their heart? Was passiert, wenn Leute ihr Herz nicht bewachen? If you're a Christian, you'll be a very religious, messed up Christian. Wenn du Christ bist, wirst du ein sehr religiöser, kaputter Christ sein. But let's forget whole Christianity. Aber lasst uns mal das Christsein vergessen. What happens if you don't guard your heart? Was passiert, wenn du dein Herz nicht bewahrst? Many things come into like jealousy or greed or all kind of stuff. Viele Sachen werden hineinkommen, wie Eifersucht, Gier oder solches Zeug. What happens? Was passiert dann? These things now in your heart will actually control your life. Diese Sachen, die jetzt in deinem Herz sind, werden faktisch dein Leben kontrollieren. So people who don't guard their heart, they are controlled by many wrong impulses. Menschen, die ihr Herz nicht bewachen, werden von sehr vielen falschen Impulsen gesteuert. Think about this one thing. Denk an diese eine Sache. How many people all over the world are in really big debts. Wie viele Leute überall auf der Welt stark verschuldet sind. Debts for having bought things that they never even needed. Schulden, weil sie Sachen gekauft haben, die sie nicht mal brauchten. And now they're in years of trouble. Und jetzt haben sie jahrelang Schwierigkeiten. For something that they didn't even need. Für etwas, was sie nicht einmal brauchten. How can this happen? Wie kann das passieren? Very simple. Ganz einfach. Buy on impulse. Sie kaufen aufgrund eines Impulses. They buy because somebody else is trying to convince them they need that to be happy. Sie kaufen, weil jemand versucht, sie zu überzeugen, dass sie das brauchen, um glücklich zu sein. That's what happens when you don't guard your heart. Das passiert, wenn du nicht auf dein Herz aufpasst. When you don't guard your heart, relationships break. Wenn du dein Herz nicht bewachst, zerbrechen Beziehungen. You could be financially destroyed. Du könntest finanziell ruiniert werden. You could commit sins that now the consequences will last for decades. Du könntest in Sünde fallen, die Konsequenzen nach sich ziehen, die jahrzehntelang anhalten. What? There are sins whose consequences last for decades? Was? Es gibt Sünden, deren Konsequenzen jahrzehntelang bleiben? Yes. Ja. There are people who committed sexual immorality. They had a child out of wedlock, and 20 years later, they still have a child without a father or a mother. Leute, die sexuelle Unmoral beginnen, dadurch entsteht ein uneheliches Kind und 20 Jahre später haben sie immer noch ein Kind, das entweder keinen Vater oder keine Mutter hat. So now they still suffer the consequences. Sie leiden also immer noch unter den Konsequenzen. You know, there are people who have done drugs Andere haben Drogen genommen, because they didn't guard their heart. weil sie ihr Herz nicht bewahrt haben. Now, decades later, they still have all the side effects or HIV or whatever. Jahrzehnte später leiden sie immer noch an den Nebenwirkungen oder haben HIV oder sowas. So now, what happens to people who guard their hearts? How are their lives changed? Was ist jetzt mit Leuten, die ihr Herz bewahren? Wie verändert sich ihr Leben? Well, the first thing anymore, impulse is not what drives me anymore. Zunächst werden sie nicht mehr von Impulsen gesteuert. You know, if you would look at me, Wenn du mich anschauen würdest, you might actually think that I'm a person who acts a lot on impulse, könntest du tatsächlich denken, dass ich jemand bin, der oft auf Impulse hin agiert. but I actually don't. Aber in Wirklichkeit tue ich das nicht. I act out of a decision of my heart which I've protected carefully. Ich handle ausgehend von einer Entscheidung meines Herzens, das ich sorgsam bewacht habe. I give an example. Ich gebe dir ein Beispiel. If I feel in my heart I need to give 10,000 reais to one person whenever, I act immediately on that. Wenn ich in meinem Herzen empfinde, dass ich einer Person 10.000 Reais geben sollte, egal wer, wann, dann mache ich das sofort. I've for decades given away a lot of money. Über Jahrzehnte hinweg habe ich viel Geld weggegeben. I've never regretted 1 cent that I've ever given away. Niemals habe ich auch nur einen Cent davon bereut. Because in reality, it wasn't an action on impulse, it was an action out of my heart which I've carefully programmed. Denn in Wirklichkeit tat ich es nicht aus einem Impuls heraus, sondern aus meinem Herzen heraus, was ich sorgsam programmiert habe. So if you don't guard your heart, you act on impulse and then you regret it. Wenn du dein Herz nicht bewahrst, handelst du aus Impulsen heraus und bereust es danach. But if you
guard your heart, Aber wenn du dein Herz bewahrst, it looks like you act on impulse, but you never regret it. sieht es aus, als ob du aus Impulsen handelst, aber du bereust es nicht. Because it comes from a carefully programmed heart. Denn es kommt aus einem sorgfältig programmierten Herzen heraus. So in simple words, people who learn to guard their heart, In einfachen Worten sind Leute, die ihr Herz bewahren, they are very spontaneous people, yet in a wonderful, divinely inspired, spontaneous way. sehr spontane Menschen, jedoch auf eine wunderbar göttlich inspirierte, spontane Art und Weise. You know, Juvena. for instance, Zum Beispiel, when I needed to change my car, als ich ein anderes Auto brauchte, I didn't need to spend weeks and weeks and weeks of running around trying to find a car. musste ich nicht wochenlang herumlaufen, um zu versuchen, ein Auto zu finden. I walked out of my house. I said, Vinicius, come with me. Ich ging aus dem Haus und sagte, Vinicius, komm mit mir. And you know what? And I said to Debbie, sweetie, I'll be home in about 3 hours or 4 hours, and then we'll have a car. Und zu Debbie sagte ich, Liebling, ich komme in 3 bis 4 Stunden zurück und dann werden wir ein Auto haben. And I didn't even know where I was going when I left the house. Und ich wusste nicht einmal, wohin ich gehen würde, als ich das Haus verließ. And Sao Paulo is a big city. It takes you an hour to get anywhere. Sao Paulo ist eine große Stadt, wo man 1 Stunde braucht, um irgendwo hinzukommen. 2 hours later, I had the car. Ein paar Stunden später hatte ich das Auto. A year later, I have not regretted 1 second to buy that car. Ein Jahr später habe ich nicht eine Sekunde lang bereut, dieses Auto gekauft zu haben. So people who guard the heart, Leute, die ihr Herz bewachen, they are So is- spontaneous people, but not in a way that you regret the things that you've done. sind spontane Menschen, aber nicht so, dass sie das bereuen, was sie gemacht haben. Look what Jesus said. Schau, was Jesus sagte. The wind blows wherever it wants to. Der Wind weht, wo er will. We don't know where it comes from and where it goes, Aber du weißt nicht, woher er kommt, wohin er geht. but it's there. Aber er ist da. So is everyone that's of the Spirit. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. See, if you are guarding your heart carefully, you are a person of the Spirit. Wenn du also dein Herz sorgsam bewahrst, bist du ein Mensch des Geistes. You look unpredictable, Du scheinst unberechenbar zu sein. but in reality, you are very, very much led by the Spirit of God. Doch in Wirklichkeit wirst du sehr stark vom Geist Gottes geleitet. So for me, to guard your heart has so many wonderful benefits. Für mich hat es also so viele wunderbare Vorteile, sein Herz zu bewahren. It makes life just light and wonderful and yet serious at the same time. Es macht das Leben einfach leicht und wundervoll und trotzdem gleichzeitig ernsthaft. You know, one of the things that I admire so much about this young man here, Eines der Dinge, wofür ich diesen jungen Mann so sehr bewundere, so much, so sehr, that he is very a light, happy, joyful person. ist, dass er einfach ein glücklicher, freudiger Mensch ist. Fun, everybody likes to be near him. Spaßig, jeder möchte gerne in seiner Nähe sein. But when it comes to the things of the kingdom of God and the serious things, he is very serious. Aber wenn es um Sachen des Königreiches Gottes geht, um die ernstzunehmenden Dinge, dann ist er sehr ernsthaft. You know, that's how we can live when we guard our heart. So können wir leben, wenn wir auf unser Herz aufpassen. Guard your heart. Also bewache dein Herz. Thank you. Danke. If you liked it, click the like. Wenn es dir gefallen hat, klick auf den Daumen hoch. Subscribe yourself to our YouTube channel. Folge uns auf unserem YouTube-Kanal Share this with everyone. und teile es mit allen. Thank you, people. Vielen Dank, Leute.